Guten Tag, mein Name ist Andrew Franke. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen neuen Benutzer in TimeSensor Legal erfassen. So, wir werden einen neuen Benutzer erfassen, beziehungsweise eine Benutzerin, die Priska Partner. Da habe ich schon ein Bild bereit, sehen Sie. Und das müssen wir als Administrator tun. Michael Muster ist Administrator, deshalb melde ich mich jetzt als Michael Muster an in unserer Demo. Als erstes gehen wir zu den Adressen. Zu Mitarbeiter, denn wir möchten ja die Priska Partner erstmal erfassen als eine Mitarbeiterin von uns. Ich wähle hierzu Muster und Sample, also unsere Kanzlei an und drücke auf das Plus. Das macht, dass dieser spezielle Dialog kommt, wo man eben Mitarbeiter zu einer bestimmten Firma, also das muss jetzt nicht nur eine Kanzlei sein, das kann auch sonst eine Firma sein, hinzufügen kann. Ich klicke hier auf Ja, dann erscheint dieses angepasste Fenster für Mitarbeiter. Das füllen wir jetzt hier aus, weiblich. Den Titel können wir hier auch noch angeben. Und dann ist die Partner Priska hier erstellt. Wir öffnen jetzt mal das Dossier. Also Sie sehen hier bei der Work-Arbeitsadresse ist jetzt automatisch die Adresse der Kanzlei drin. Das ist eigentlich der Vorteil, wenn man jetzt diesen Weg geht mit dem Dialog für Mitarbeiter. Genau. Und eben Sie könnten hier noch die private Adresse erfassen natürlich und auch weitere Infos zu der Priska Partner, aber das lassen wir jetzt an dieser Stelle und schließen diese Fenster. Dieser Schritt, also Adressen und hier Bereich Mitarbeiter, das könnte auch noch ein normaler User, normaler Benutzer in TimeSensor Legal machen, solange er natürlich Zugang zu Bereich Adressen, Mitarbeiter hat. Der folgende Schritt ist in den Einstellungen und das kann wirklich nur ein Administrator machen. Ich bin jetzt hier auf das Werkzeugschloss gegangen und gehe hier nun auf den Benutzer. Kommt dieses Fenster und da klicken wir jetzt auf das Plus und füllen hier wieder alles aus für die Priska Partner. Und idealerweise gibt man hier gleich noch den Titel an. Intern ist natürlich einfach die Priska Partner. Und hier können wir noch das Bild einsetzen. Idealerweise ist das gleich im quadratischen Verhältnis. Hier kann man noch einen Arbeitszeitplan auswählen. Dann haben wir hier noch die Versandidentität. Also wenn man E-Mails direkt aus TimeSensor Legal verschickt, welche Identität soll es anzeigen, das kann man hier einstellen. Und da gibt es jetzt noch keine Identität für die Priska, für die Priska Partner. Da gehe ich jetzt in den Schemeneditor und mache das noch schnell. Hier geben wir den noch einen Namen. Das nennen wir einfach Priska. Und die E-Mail von der Priska Partner geben wir auch noch mal schnell an. Und hier noch eine Nummer für die SMS. So, dann ist es angelegt, aber nicht vergessen, hier muss man dann noch das nochmals anwählen. Priska. So, jetzt die Benutzeradresse, also die Adresse, die wir vorher unter dem Bereich Adressen angelegt haben, fügen wir jetzt hier noch hinzu. Dazu geht man hier auf das Zahnrad, Selektorfenster anzeigen und wählt hier die Priska Partner aus. Zieht das hier rein. Das kann man wieder schließen und dann wären wir mit dieser Seite hier fertig. Hier beim Login können Sie noch ein Benutzerpasswort setzen. Hier nehme ich jetzt am Anfang ein ganz einfaches, denn Sie sehen, hier ist der Haken gesetzt.
sie muss beim nächsten Login so oder so das Passwort ändern. Hier könnte man das Konto noch deaktivieren, möchten wir jetzt in dem Fall aber nicht. Und ganz wichtig, hier unten können wir dem Benutzer oder hier eben der Benutzerin noch Zugang zu gewissen Gruppen geben. Wie Sie vielleicht schon wissen, die Gruppen regeln den Zugang zu den verschiedenen Bereichen in Time Sensor Legal. Also wir geben jetzt der Priska Partner erstmal hier Zugang zur Adressverwaltung und den Basiszugang und belassen es vorerst mal dabei und gehen weiter zu Optionen. Hier noch interessant zu wissen, die automatische Log-Off-Zeit kann man hier auch noch einstellen. Das ist eben jetzt momentan 1 Stunde, das lassen wir mal so. Und dann hier bei den Einstellungen, da könnten Sie Tickets, die Sie erhalten, also die eben hier oben angezeigt werden, die könnten Sie sich auch noch an eine E-Mail weiterleiten lassen. Müssen Sie dann einfach hier angeben. Und hier ebenfalls spannend zu wissen, Timesheet, die Rechtschreibprüfung, die könnte man hier aktivieren. Ja, das möchten wir mal. Und auch die Präsenzzeitkontrolle könnte man hier aktivieren. Machen wir auch. Auch spannend oder auch gut zu wissen, die GUI-Sprache, also die Sprache vom Interface, also von all dem hier, das sehen Sie, das ist jetzt alles in Deutsch. Und das wird gesteuert in dem Fall durch das OS, also das Operating System, das Betriebssystem. Weil mein Betriebssystem jetzt auch in Deutsch ist hier in Time Sensor das Interface ebenfalls in Deutsch. Das können Sie aber auch anders steuern, indem Sie eben hier die entsprechende Sprache auswählen. Wir lassen das jetzt erstmal so. Gut, damit hätten wir alle Einstellungen gemacht für den Benutzer. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Es gibt noch einen weiteren Schritt. Wir gehen jetzt hier zu Basisdaten Sachbearbeiter. Hier möchten wir einen Sachbearbeiter anlegen. Ich erkläre an dieser Stelle nochmal, was der Unterschied ist zwischen Sachbearbeiter und Benutzer. Ein Benutzer ist nämlich nicht unbedingt ein Sachbearbeiter. Ein Sachbearbeiter ist aber in jedem Fall auch ein Benutzer. Bestes Beispiel dafür, dass ein Benutzer nicht ein Sachbearbeiter sein muss, ist der Support. Wenn Sie Time Sensor Legal nutzen, werden Sie hier oder auch beim Login einen Benutzer haben, der Support heißt, und das ist eben der Zugang für uns, falls wir Ihnen mal helfen sollen. Und wir sind ja keine Sachbearbeiter, wir brauchen kein Timesheet, wir werden keine Zeiten erfassen. Von dem her sind wir auch keine Sachbearbeiter. Das ist der Unterschied. Hier schließe ich das mal, das Benutzerfenster, damit das System das speichern kann, dass wir dann einen neuen Benutzer angelegt haben. Und jetzt gehen wir zu Basisdaten Sachbearbeiter. Da klicken wir jetzt auf das Plus, damit wir die Priska-Partner, Sie sehen es schon, hier steht sie schon, hinzufügen können. Und sie ist logischerweise Partner. Genau, dann haben wir die Priska-Partner nun hinzugefügt als Sachbearbeiter. Und jetzt ein ganz wichtiger Schritt, der leider gerne vergessen wird. Sie haben jetzt einen Sachbearbeiter angelegt, aber das heißt nicht unbedingt, dass Sie den Sachbearbeiter hier links auch sehen in dem Balken. Da werden nämlich nur die angezeigt, die Sie ausgewählt haben. Und wenn Sie gerade den Benutzer neu angelegt haben, dann müssen Sie hier einen Rechtsklick machen und die Priska-Partner auswählen, damit Sie sie hier haben und in Ihren Bereich gehen können. Gut, jetzt loggen wir uns aus. Der Michael Muster gibt jetzt der neuen Partnerin Priska Partner das Passwort und sie loggt sich zum ersten Mal ein. Priska Partner, sie gibt das Passwort ein und Sie sehen, sie muss jetzt ein neues Passwort wählen, eingeben und das tut sie und loggt sich ein. So, Sie sehen, das funktioniert soweit. Sie hat ein eigenes Timesheet, Kalender etc., aber sie hat hier noch gar keine anderen Bereiche außer Adressen. Das möchten wir ändern. Ich logge mich nochmals aus.
Der Michael Muster oder sonst ein Administrator loggt sich wieder ein, geht jetzt wieder in den Bereich Einstellungen, Benutzer, geht zu der Priska Partner. Und das ist auch eine Frage, wo ist jetzt? Da. Und das ist auch eine Frage, die wir oft bekommen. Wir möchten, dass Benutzer X diese und diese Berechtigung hat. Einfachstes Vorgehen ist, Sie suchen sich einen Benutzer aus, der schon diese Berechtigungen hat, die Sie sich wünschen, falls Sie das haben. In diesem Fall möchten wir, dass sie genau die gleichen Berechtigungen hat wie der Gabriel Gundel. Dann klickt man hier auf den Gabriel Gundel, geht zu Login und schaut sich an, ja, was hat denn der für Zugänge, wo ist er Mitglied, in welchen Gruppen. Und wir sehen, der Gabriel Gundel ist in allen Gruppen Mitglied außer in Admin. Von dem her können wir das hier wieder schließen und wir setzen das bei der Priska Partner einfach genau gleich. Das ist meine Empfehlung, für wie Sie Berechtigungen setzen, falls Sie schon wissen, dass ein anderer User genau das Gleiche hat. Also das ist das empfohlene Vorgehen von mir. Ich logge mich nochmals aus als Michael Muster. Die Priska Partner loggt sich jetzt ein. Sie gibt ihr Passwort ein. Ups. Und Sie sehen, jetzt hat sie Zugang zu allen Bereichen, die sie haben muss. Damit sind wir am Ende vom Video. Bis zum nächsten Mal.